Heute schauen wir uns die Stahl 2000 Hallenrahmen-Software an und ich zeige Ihnen, wie schnell und einfach eine Berechnung von einem Zweigelenk-Hallenrahmen sein kann. Im Stahl 2000 Launcher starten wir das Programm Hallenrahmen und sehen die typische Benutzeroberfläche der Stahl 2000 Programme mit dem Karteikartensystem, wo die verschiedenen Eingaben gemacht werden. Die erste Karteikarte legt das statische System bzw. das System der Halle fest. Und wir sagen, unsere Halle soll 50 Meter lang sein, 20 Meter breit sein, eine Traufhöhe von 5 Metern haben und 10 Grad Dachneigung haben. Die Rahmenecke soll 2 Meter lang sein, 1 Meter hoch sein und das Hallenraster soll 5 Meter sein. Wir könnten auch eine Attika angeben oder eine Halle mit einer Kranbahn rechnen. Die beiden Optionen lasse ich aber hier im Beispiel weg, das zeigen wir nochmal in einem separaten Video. Links unten legen wir noch fest, wie die Voute aussehen soll. Wir haben die Möglichkeit, entweder ein aufgezogenes Riegelprofil zu verwenden oder eine geschweißte Blechvoute. Das klicke ich jetzt mal an und dann zusätzlich könnten wir noch Sondernachweise wie zum Beispiel die norddeutsche Tiefebene oder einen Erdbebennachweis aktivieren. Aber das lasse ich in diesem Beispiel mal weg. Wechseln wir auf die zweite Karteikarte. Hier legen wir die Querschnitte fest, die wir im Moment schätzen. Wir haben ja noch keine Berechnungsergebnisse. Das machen wir einmal für das Stützenprofil. Ich schätze mal, die Stütze wird ein IPE 400. Dann das Riegelprofil. Dort schätzen wir mal, dass es ein IPE 330 werden wird. Und dann müssen wir noch für die Voute die Bleche, die dort Anwendung finden, definieren. Hier soll der Obergurt 160 mm breit und 12 mm dick sein. Der Untergurt soll ebenfalls 160 mm breit und 12 mm dick sein und die Stegdicke soll 8 mm betragen. Hier legen wir die Stahlgüte fest. Ich belasse es beim hier voreingestellten S235. Rechts daneben aktiviere ich den Stabilitätsnachweis generell und mit einem zweiten Klick auch für den Rahmenriegel. Damit haben wir alle Angaben gemacht, die zum System und den Querschnitten gehören. In der nächsten Karteikarte definieren wir die Lastfälle. Dort brauchen wir nur ganz wenige Angaben für die äußeren Belastungen zu machen. Zum einen das Eigengewicht der Dachkonstruktion, was wir jetzt mit 0,35 kN pro Quadratmeter festlegen. Dann können wir hier die Schneelastzone wählen. Wir lassen das mal auf Schneelastzone 2. Die Höhe über Normalnull ist voreingestellt auf 200 Meter, das lassen wir auch. Und so ergibt sich jetzt eine Schneelast von 0,68 kN pro Quadratmeter. Dann müssen wir noch die Windlasten festlegen. Dafür gibt es eine übersichtliche Tabelle und wir können dort beispielsweise auswählen, dass wir uns im Binnenland befinden mit einer Halle von kleiner gleich 10 Metern Höhe. Mit einem Klick auf OK übernehmen wir den ausgewählten Wert. Damit haben wir alle äußeren Lasten festgelegt. Die einzelnen Lastfälle berechnet das Programm später automatisch. Jetzt müssen wir noch einige Angaben über die Stabilisierung des Rahmenriegels in der nächsten Karteikarte machen. Grundsätzlich haben wir Stabilisierungsmöglichkeiten durch Trapezbleche, durch Fetten oder durch einen Kreuzverband. Wir definieren das jetzt noch ein bisschen genauer. Wir möchten eine Kombination haben durch einen Kreuzverband und eine drehelastische Halterung durch Fetten. Hier muss ich jetzt die Eckdaten für den Verband und für die Fetten angeben. Ich definiere zunächst die Anzahl der Verbandsfelder über die gesamte Hallenbreite. Hier sagen wir mal 4 Felder, das ergibt dann 5 Meter Länge und in diesem Fall dann auch 5 Meter Breite, die automatisch errechnet und eingesetzt werden. Jetzt geben wir noch die mittleren Querschnitte der Diagonalen und der Druckstäbe für den Verband an. Ich gebe einfach mal für jeden Stab 10 Quadratzentimeter ein. Daraus errechnet die Software die Steifigkeit des Verbandes, was dann hinterher als Grundlage für die Stabilisierungslasten verwendet wird. Hier geben wir die Anzahl der Verbände an. Ich wähle 2 Verbände für die Halle. Wir schalten hier um und können dann die Angaben für die Fetten machen. Bei den Fetten haben wir die Möglichkeit, entweder i-förmige Walzprofile oder Blechträger zu wählen oder auch eine manuelle Eingabe der statischen Werte vorzunehmen. Wir machen es uns hier einfach und nutzen die Bibliothek für i-förmige Walzprofile. Schätzen, es ist ein IPE 120. Sagen, wir haben einen Fettenabstand von 2,5 Metern und die Fetten sollen als Mehrfeldträger ausgeführt werden. Das war dann schon alles an Eingaben. Die Karteikarte für Erdbeben, die bleibt unberührt
Das hatten wir ja vorne auf der ersten Karteikarte nicht aktiviert. Dann können wir die Berechnung starten, indem wir hier auf das Taschenrechner-Symbol klicken. Im Datei-Speichern-Dialog geben wir an, wo und unter welchem Namen wir den Hallenrahmen speichern möchten. Ein Klick auf Speichern und wir bekommen die Ergebnisse bereits nach etwa einer Sekunde angezeigt. Die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Auf der ersten Seite des 28-seitigen Dokuments haben wir zunächst das statische System des Hallenrahmens mit den verschiedenen Stabnummern. Wir haben ein Protokoll der Eingabewerte, die wir vorhin definiert haben. Wir haben hier in dem Bereich die verwendeten Querschnitte. Darunter folgt das statische System aufgelistet, also jeder einzelne Stab, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, jeweils mit einer Länge horizontal L und einer Höhe H in vertikaler Richtung, einer Knotennummer am Stabanfang und der Knotennummer am Stabende. Dann haben wir hier im weiteren Verlauf zunächst die Standardlastfälle. Das sind der Lastfall Eigengewicht, der Lastfall Schnee, der Lastfall Wind von links mit voller Dachsoglast und der Lastfall Wind von links mit Dachdruck. Das waren wie gesagt die Grundlastfälle. Die werden alle einzeln gerechnet nach Theorie erster Ordnung. Es werden die Schnittgrößen im System berechnet, es werden die Auflagekräfte berechnet und die Verformung. Dann geht es natürlich in den folgenden Berechnungen um die Kombinationslastfälle, die dann nach Theorie zweiter Ordnung berechnet werden. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel den Kombinationslastfall Eigengewicht und Schnee mit den maßgebenden Teilsicherheitsbeiwerten. Hier zum Beispiel der Lastfall 1, das Eigengewicht mit dem Sicherheitsbeiwert 1,35 und der Lastfall 2, das ist der Schneelastfall mit dem Sicherheitsbeiwert von 1,5. Auch der wird nach Theorie erster und nach Theorie zweiter Ordnung gerechnet. Es werden auch die maximalen Spannungen im Tragwerk angegeben. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel am Stab Nummer 8 gibt es 18,33 kN pro Quadratzentimeter und das ist kleiner als die zulässigen 23,5. So, ab hier folgt dann auch schon die Bemessung. Einmal für die Rahmenstiele, einmal für die Rahmenriegel. Hier werden dann auch die Schnittgrößen, die maßgeblich sind, angezeigt. Und dann kann man sich durch die Berechnungsergebnisse klicken. Hier kommen die Biegedrill-Knicknachweise für die Rahmenstiele. Wir sehen, der Tragsicherheitsnachweis ist mit 0,88 kleiner 1. Dann folgen die Rahmenriegel. Jede Menge spezieller Werte für das Biegedrill-Knicken und ein Tragsicherheitsnachweis von 0,8 bzw. 0,61. Dann gibt es noch einen zweiten Kombinationslastfall. Das ist dann hier 1,35 mal G, das Eigengewicht, 1,5 mal Schnee und 0,9 mal den Lastfall 4, das war einer der Windlastfälle. Das zieht sich so durch und wir brauchen eigentlich nur die Ergebnisse zu vergleichen. Hier sehen wir zum Beispiel einen Tragsicherheitsnachweis von 0,98, ist also knapp an der Grenze das System, aber es hält natürlich. Wenn eine Überschreitung der Tragsicherheit vorhanden gewesen wäre, dann hätten wir bereits am Anfang der Berechnung einen Hinweis bekommen, dass das System nicht ausreichend dimensioniert ist und hätten dann hier im Ausdruck kontrollieren können, wo und warum das stattfindet. Darauf hätten wir dann mit Ändern von 1 oder 2 Eingabegrößen reagieren können, zum Beispiel ein größeres Profil wählen oder vielleicht eine längere Rahmenecke oder etwas Ähnliches. Ja, damit ist die Berechnung abgeschlossen. Da wir uns alles Schritt für Schritt angeschaut haben und ich dabei einiges erklärt habe, hat es etwas länger gedauert. Aber mit der Hallenrahmen-App hat man so einen Rahmen wirklich in ein paar wenigen Minuten komplett durchgerechnet. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann liken Sie das Video gerne und wenn Sie keins der folgenden Videos verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Kanal. Die weiteren Stahl 2000 Apps sind nämlich genauso komfortabel zu bedienen und schnell in der Berechnung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.